Dave, um gleich direkt anzufangen. Warum ein Buch über Okkultismus schreiben? Nun, weil, wie der Titel schon andeutet, okkulte Invasion. Okkultismus, der früher eher als eine Art Aberglaube angesehen wurde, wo man in einen abgedunkelten Seanceraum gehen musste oder zu einem Hellseher oder zu einer Kristallkugellesung oder was auch immer. Der hat jetzt jeden Bereich unserer Gesellschaft erobert, einschließlich Wissenschaft und Bildung und Religion und sogar einschließlich der evangelikalen Kirche. Deshalb denke ich, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich finde das eigentlich ziemlich erstaunlich, dass wir hier in einer Zeit von Computern, hohen technologischen Fortschritten sind. Und doch die geistlichen Dinge, da gibt es fast ein ungezügeltes Verlangen oder einen Hunger nach geistlichen Dingen in einer Zeit, in der die Wissenschaft eigentlich all unsere Probleme lösen sollte. Ja, weil Wissenschaft Probleme nicht wirklich löst. Sie schafft leider eine Menge Probleme. Ja, wir haben eine Hightech-Welt. Es gibt viel mehr Bequemlichkeiten im Haushalt. Und wir können sehr viel mehr tun, als wir früher konnten. Aber das verändert nicht das menschliche Herz. Das verändert nicht das Verlangen des Menschen nach Zweck, Sinn, nach Liebe, nach Gemeinschaft. Es verändert nicht die Suche des Menschen nach, woher kommen wir, wohin gehen wir. Ich glaube, im Buch zitiere ich Erwin Schrödinger, einen der führenden Physiker dieses Jahrhunderts, der uns unsere moderne Physik gegeben hat. Und er sagt, die Wissenschaft hat keine Antworten. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Gott, Himmel, Hölle, Schönheit. Die Wissenschaft kann dir nicht sagen, warum ein Sonnenuntergang schön ist. Wissenschaft kann mit keinem der Grundlagen umgehen, von denen der Mensch erkennt, dass sie im Leben am wichtigsten sind. Einstein, als er seine Relativitätstheorie aufstellte, sagte jemand, nun, ich schätze, das wird zeigen, dass alles relativ ist, einschließlich Moral und Religion und so weiter. Und Einstein sagte, das ist Wissenschaft. Das hat nichts mit Religion zu tun. Und natürlich ist das ein Problem, weil Wissenschaft die nicht physische Dimension des Lebens nicht wirklich kalibrieren oder untersuchen oder zu irgendwelchen Schlussfolgerungen darüber kommen kann. Wissenschaft hat uns auch in mancher Hinsicht wirklich im Stich gelassen, oder? Sie hat mehr Probleme geschaffen. Sie hat uns in gewisser Weise weggetrieben. Nun, sie erzeugt Leere. Ich meine, sie wirft tatsächlich mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Ich erinnere mich an einen Wissenschaftlerfreund von mir, einen von wirklich den führenden Wissenschaftlern der Welt. Der sagte, es sei wie ein Spiegelsaal, der einfach immer weitergeht, in immer weiter zurückweichenden Bildern. Er sagte, jede Tür, die die Wissenschaft öffnet, da sind 10 ungeöffnete Türen auf der anderen Seite. Und je mehr wir lernen, desto mehr erkennen wir, dass wir nichts wissen. Du sprichst über Klonen oder einige der Dinge, die wir heute tun. Die werfen moralische Fragen auf. Und natürlich ist Wissenschaft amoralisch. Sie hat keine Antworten auf diese Fragen. Du kannst eine Zeit lang zufrieden sein mit deinem Fernseher und deinem Videorekorder und deinem Computer und all den großartigen Dingen, die du tun kannst, die du vor 100 Jahren nicht tun konntest. Aber das befriedigt das menschliche Herz nicht. Aber gibt es nicht noch andere Arten von, ich will Triebe sagen, aber es sind nicht wirklich Triebe, eher Begierden, die Menschen in Richtung Spiritualität bewegen würden? Ich meine, darum geht es bei der okkulten Invasion, dass da dieser Hunger ist, dieser Durst, fast ein ungezügelter Hunger, Durst nach geistlichen Dingen. Wie erklären wir das, Dave? Nun, weil die Wissenschaft an ein Ende gekommen ist. Die Wissenschaft erkennt, dass man, wie ich sagte, Liebe, Zweck, Sinn, Gerechtigkeit, Wahrheit, einige der großen Konzepte, die der Mensch hat, nicht erklären kann. Er weiß, dass sie real sind. Du kannst das nicht in Begriffen chemischer Reaktionen oder neuronaler Aktivität im Gehirn erklären. Und die Wissenschaft ist zu dem Schluss gekommen, dass die physische Dimension nicht alles ist. Da ist etwas darüber hinaus. Nun, natürlich ist unsere Gesellschaft zu diesem Schluss gedrängt worden.
Du könntest zurückgehen in die späten 50er, 60er und 70er. Die Drogenkultur hat die Tür geöffnet. Jemand nimmt LSD und plötzlich wird er in ein geistliches Abenteuer katapultiert. Eine andere Dimension, von der er nicht wusste, dass sie existiert. Sie begegnen Wesen. Sie bekommen alle möglichen Offenbarungen auf Drogentrips. Und dann öffnete das die Tür für die Gurus aus dem Osten. Die merkten, dass wir jetzt reif dafür waren. Und sie kamen mit ihrer transzendentalen Meditation und ihrem Yoga, Selbstverwirklichung. Vieles davon wurde von der Psychologie gefördert. Neuen Entwicklungen in der Psychologie, transpersonaler Psychologie. Mit anderen Worten, jenseits des Menschen gibt es da draußen etwas. Auch die neue Physik, Quantenphysik, hat zumindest diese geistlichen Ideen akzeptabler gemacht für diejenigen, die sich so ein bisschen vom Materialismus, wissenschaftlichen Materialismus wegbewegten. Nun, das hängt davon ab, mit wem du sprichst. Manche würden sagen, ja, es gibt einige Leute, die Fritjof Capra zum Beispiel, der The Tao of Physics geschrieben hat. Aber es war nicht durch Physik. Es war durch Meditation, durch eine östliche Meditationserfahrung. Aber Physik wird dich nicht direkt hinführen. Physik wird andeuten, aber Physik kommt an ein Ende. Und die Medizin und das medizinische Menschenmodell kommt an ein Ende und sagt, Moment mal. Ich meine, wir können Gedanken nicht erklären. Dein Gehirn, ich denke, jeder außer vielleicht einigen behavioristischen Psychologen erkennt, dein Gehirn denkt nicht. Wenn dein Gehirn denken würde, wärest du das Opfer oder der Sklave deines Gehirns. Du hättest keine Kontrolle. Also lässt dein Gehirn dich einfach tun, was immer es will. Und natürlich versuchten Psychologen zu sagen, wir seien Reizreaktionsmechanismen. Sie erkannten schließlich, du kannst ein Gefühl der eigenen Identität einer Person nicht erklären. Ein Gefühl von, da muss irgendein Sinn sein, irgendein Zweck. Was ist mit Gerechtigkeit? Du siehst, keines dieser Dinge ist physisch. Es ist interessant, wenn du an Lenin denkst. Ich schätze Lenin. Ich benutze die russische Aussprache. Lenin, er glaubte, wir seien nur Reizreaktionsmechanismen. Er war Atheist. Wissenschaftlicher Materialismus. Materie ist alles, was es gibt. Und so berührst du etwas Heißes, du lernst etwas über heiß. Du berührst etwas Kaltes, du lernst etwas über kalt. Und so kommt jedes Konzept, das wir haben, von etwas, das real ist, das in der physischen Welt ist. Du kannst dir nichts ausdenken, das nicht existiert. Du sagst, nun, ich kann mir einen rosa Elefanten vorstellen. Nun ja, rosa existiert und Elefanten existieren. Ich meine, es ist sehr einfach, es zu beweisen. Denk dir eine neue Grundfarbe für den Regenbogen aus. Du kannst es nicht. Du kannst es dir nicht einmal vorstellen. Also das war es, was Lenin wurmte. Nun, wenn all die Gedanken, die wir haben, eine Reaktion auf physische Reize da draußen sind, und du nicht einmal an etwas denken kannst, das nicht existiert, woher kam dann dieser Gedanke Gott? Was war das physische Objekt, das das hervorgerufen hat? Offensichtlich gibt es kein physisches Objekt, das es hervorbringen könnte. Du versuchst zu sagen, nun, das ist eine heimtückische Lüge. Du weißt schon, das Opium des Volkes, gelehrt von den Predigern und so weiter. Ja, aber woher hatten sie die Idee? Aber dann, wenn du ein bisschen klarer darüber nachdenkst, wie ich erwähnte, Gerechtigkeit? Hat irgendjemand jemals Gerechtigkeit gesehen? Welche Farbe hat sie? Welche Beschaffenheit hat sie? Und so weiter. Außerdem sitzt du in einem Gerichtssaal und der Richter kommt zu einem Urteil und du sagst, hier gibt es keine Gerechtigkeit. Manche Leute sagen, auf dieser Erde gibt es keine Gerechtigkeit. Nun, wenn es auf dieser Erde keine Gerechtigkeit gibt, wovon reden sie dann, wenn sie Gerechtigkeit nie gesehen haben? Also begannen wir zu erkennen, dass wir Ideen haben, die nicht das Ergebnis irgendeines Reizes um uns herum sind. Sie sind dem Menschen angeboren und du kannst sie physisch nicht erklären. Also erkennen wir, dass da ein Geist in der Maschine ist. Dein Gehirn führt nicht Regie. Du
führst Regie über dein Gehirn. Nun, was in der Drogenbewegung geschah, in einem veränderten Bewusstseinszustand, und ich zitiere oft Sir John Eccles, Nobelpreisträger für seine Forschung am Gehirn. In einem veränderten Bewusstseinszustand wird die normale Verbindung zwischen dir, das heißt deinem Geist, und deinem Gehirn gelockert. Und das erlaubt einem anderen Geist, sich dazwischen zu schieben und zu beginnen, die Neuronen im Gehirn anzuticken und ein ganzes Universum der Illusion zu erzeugen. Daher kommen die sogenannten Außerkörpererfahrungen. Shirley MacLaine ist nicht aus ihrem Körper heraus gewesen. Es ist wie ein Dämon, der ein Videoband abspielt. Wenn sie aus ihrem Körper heraus gewesen wäre, wäre sie tot. Jakobus sagt sehr klar, ein Körper ohne den Geist ist tot. Also kam die Wissenschaft an ein Ende, und die Wissenschaft erkannte, da ist etwas darüber hinaus. Wir können nicht erklären, was wir erleben. Es gibt eine andere Dimension in diesem Universum, und wir können sie nicht messen. Wir können keine Instrumente herstellen, die sie kalibrieren, weil sie nicht physisch ist, und all unsere Instrumente sind physisch. Ja, nun Dave, diese Dinge, die du hier darstellst, das ist wirklich der Katalysator, um aus einer Art wissenschaftlichem Materialismus herauszukommen, richtig? Das ist etwas, das die Welt ermutigen würde. Ich meine, wir sehen eine okkulte Invasion, wie der Buchtitel andeutet. Also sind das Katalysatoren, um Menschen in Konzepte zu bewegen, die mit Spiritualität zu tun haben. Das hat die Tür geöffnet zu einer völlig neuen Art, die Dinge zu betrachten. Richtig. Aber viele Leute sind nicht so logisch. Also, wie sind sie hineingeraten? Nun, vieles kam über die Bewegung der positiven mentalen Einstellung, die Erfolgsmotivationsbewegung, die Humanpotentialbewegung. Du hast das in der Geschäftswelt. Ich erinnere mich an einen Oberschüler, der zu mir kam und sagte, was passiert da? Ich nehme als Abschlussklasse Wirtschaft und mein Lehrer hat vorgeschlagen, ich soll auf ein Stück Papier meinen Ehrgeiz im Leben schreiben. Was will ich werden? Will ich CEO werden oder will ich CPA werden? Oder was auch immer ich will. Wie viel Geld will ich verdienen? Schreib das aus und dann leg es unter mein Kopfkissen und meditiere darüber. Und das wird es zustande bringen. Also das Verlangen nach Macht, nach Erfolg, nach Kontrolle. Ich will die Kontrolle haben, weißt du? Und natürlich im Bereich Gesundheit. Ich habe 2 neue Hüften. Ich bin früher jeden zweiten Tag 6 Meilen gelaufen. Ich konnte, wie du weißt, mit Rucksack wandern, 70 Pfund auf dem Rücken tragen und die jungen Kerle in Grund und Boden laufen. Ja, mich eingeschlossen. Und zwar in meinen 60ern. Und plötzlich kann ich kaum noch gehen. Ich habe keine Kontrolle. Also, ich muss Kontrolle haben. Ich muss die Kontrolle über mein Leben zurückgewinnen. Jemand kommt daher und sagt, nun schau, da ist ein unendliches Potenzial in dir. Und wenn du weißt, wie du das anzapfen kannst. Okay, also das öffnete die Tür. Die Leute merkten nicht, zum Beispiel, wie du weißt, in unserem Dienst haben wir gerade einen Brief von einem Vater bekommen, glaube ich. Der sagte, seine Tochter sei seit einigen Jahren in Yoga involviert gewesen. Und sie erlebte, sagte er, genau das, worüber ich in diesem Buch geschrieben habe. Ich glaube, er sagte auf Seite 225 oder so etwas. Richtig. Okay, viele Leute, sie dachten nicht, dass Yoga geistlich ist. Nein, das ist nur körperliche Übung. Ja, und Hatha Yoga hat tatsächlich behauptet, und sie war in Hatha Yoga involviert, behauptet es zu sein. Und plötzlich, wie die Leute, die transzendentale Meditation gemacht haben, weißt du? Wir haben einige von ihnen interviewt. Und plötzlich haben sie einen Dämon auf jeder Seite sitzen, der versucht hineinzukommen. Oder plötzlich finden sie sich an der Decke wieder und schauen auf ihren Körper hinunter, der meditiert. Nun, das tun sie nicht wirklich, aber irgendetwas geht vor. Richtig. Es ist die Bildwelt, die sie empfangen. Und sie hatten keine geistliche Erfahrung beabsichtigt.
Tatsächlich sagte Maharishi Mahesh Yogi, es ist nicht geistlich, das ist keine Religion, das ist Wissenschaft. Okay, aber sie wollten Macht, sie wollten sich entspannen, sie wollten ihr volles Potenzial entwickeln. Und so war das wiederum einer der Gründe, warum die Tür geöffnet wurde. Dann hast du Science Fiction. Als Tom, ich bin erheblich älter als du, also kannst du dich wahrscheinlich nicht erinnern. Aber ich erinnere mich an Flash Gordon, Buck Rogers und sowas. Buster Crabbe. Komm schon. Nun, das war zu spät für mich. Ich denke weit zurück, als ich ein Kind war. Und wir haben das nie ernst genommen. Ich meine, es war Fantasie. Ich kann dir sagen, die Kinder heute schauen Science Fiction. Sie nehmen es ernst, weil sie wissen, es könnte passieren. Okay, also haben wir eine völlig neue Mentalität. Da ist ein fantastisches Potenzial für uns Menschen zu tun. Wir können Gegenstände, physische Gegenstände, mit unserem Geist bewegen, ohne sie zu berühren. Und wir können dieses Potenzial entwickeln. Und wow, wir werden erstaunliche Dinge tun. Der nächste Schritt in der Evolution wird nicht physisch sein. Er wird den Menschen in eine andere Dimension der Realität katapultieren. Eine neue Spezies wird entstehen. Ich meine, und so weiter und so weiter. Aber es ist eine alte Lüge der Schlange im Garten. Nun, Dave, bevor du damit weitermachst, es ist interessant. Manche Leute würden denken, Moment mal, wir kommen gerade aus einer Zeit des Materialismus, als die Leute nichts von geistlichen Dingen hören wollten, nicht an geistliche Dinge glaubten. Und jetzt haben wir dieses große Interesse an Spiritualität. Würdest du nicht denken, ich meine, manche Evangelikalen sagen uns, hey, das ist eine großartige Gelegenheit. Jetzt sind die Leute an geistlichen Dingen interessiert. Sie werden direkt zum Wort Gottes geführt. Sie werden das Evangelium hören. Sie sind offen dafür. Es wird sogar noch schlimmer. Ja. Die schlimmste Täuschung, die du haben kannst, ist nicht nur Wissenschaft, physische Wissenschaft. Richtig. Damit kannst du umgehen, aber geistliche Wissenschaft, religiöse Wissenschaft, christliche Wissenschaft, weißt du? Es ist interessant, weil Jesus das in Matthäus 24 vorausgesagt hat. Als die Jünger fragten, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein, das Ende der Welt und so weiter. Jesus sagte, seht zu, dass euch niemand verführt, denn viele werden in meinem Namen kommen. Das war eine kühne Sache für einen umherziehenden Prediger, Ex-Zimmermann, nie außerhalb seines kleinen Landes Israel gewesen. Dass er es wagt zu sagen, in den letzten Tagen, ich sage euch, wenn sie nach einem Weltführer suchen, wisst ihr, wer er zu sein behaupten wird. Der Christus. Er wird behaupten, ich zu sein. Und Jesus sagte, falsche Propheten und falsche Christusse werden auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, so dass, wenn möglich, sogar die Auserwählten verführt würden. Und er sagt, und sie werden viele verführen. Also, sprach Jesus im Gegensatz zu dem, was wir vor ein paar Jahren gedacht hätten. Weißt du, die Wissenschaft wird uneingeschränkt herrschen. Wir haben Menschen auf dem Mond, wir haben Computer. Ich meine, niemand glaubt mehr an Gott. Niemand geht in die Kirche. Niemand ist in geistlichen Dingen involviert. Materialismus hat den Tag gewonnen. Wir hätten gedacht, sogar vor 50 Jahren, Jesus vor 1900 Jahren sagte, ich sage euch etwas. Es wird eine Explosion des Interesses an Spiritualität geben. Und das wird nicht gut sein. Es wird die Tür öffnen zu einer Täuschung, die weit schlimmer ist als jede Täuschung, die die physische Wissenschaft dem Menschen auferlegen könnte. Nun, lass uns ein bisschen über Unterscheidungsvermögen sprechen. Warum sind nicht evangelikale Christen, insbesondere diejenigen, die an die Bibel glauben, darin besser zu unterscheiden, was vor sich geht? Aber es läuft nicht so. Zumindest aufgrund unserer Forschung, aufgrund der Briefe, die wir bekommen, aufgrund der Bücher, die du geschrieben hast, ist das nicht der Fall. Nun, ich kann mich zurückerinnern an die 30er, späte 30er.
Eines der beliebtesten Bücher, zumindest in evangelikalen Kreisen, war von Harry Rimmer und es hieß The Harmony of Science and Scripture. Unser großes Ding war, dass wenn wir nur die Wissenschaft auf unsere Seite bekommen könnten, weißt du? Und so fallen manche darauf herein. Nun, wenn Wissenschaft oder Psychologie, wobei Psychologie keine Wissenschaft ist, aber wenn Wissenschaftler, Psychologen anfingen über Spiritualität zu reden, denken wir, ist das nicht großartig? Richtig. Sie sind auf unserer Seite. Wir sind zu begierig, uns einen Partner zu schnappen, der nicht dem Wort Gottes folgt und nicht der Wahrheit folgt. Und dann passiert Folgendes. Du hast Leute, die Gottwörter benutzen, gleichklingende Wörter, aber sie haben andere Bedeutungen. Dann sagen Leute, nun, es ist doch nicht wirklich wichtig. Solange du an eine höhere Macht glaubst, wen kümmert's, weißt du? Nein, das geht nicht. Denn Gott sagt, es gibt falsche Götter da draußen. Und er identifiziert sich selbst sehr klar. Und er wird darin keinen Kompromiss eingehen. Also haben wir eine unglaubliche Täuschung, die jetzt innerhalb der evangelikalen Kirche stattfindet. Wir reden zum Beispiel über Menschen des Glaubens. Pat Robertsons Christian Coalition. Sie reden über Menschen des Glaubens. Welcher Glaube? Was meinst du? Ein falscher Glaube ist sogar schlimmer als gar kein Glaube. Denn einer Person, die überhaupt keinen Glauben hat, könntest du vielleicht helfen zu erkennen, dass das so ist und dass sie Glauben braucht. Aber jemand, der denkt, er habe Glauben. Glaube ist keine Kraft. Aber diesen Eindruck bekommen wir jetzt. Das lehren die Leute der positiven Bekenntnisbewegung. Das hat Norman Vincent Peale gelehrt. Robert Schuller lehrt dasselbe. Robert Schuller zum Beispiel sagt, das Mächtigste im Universum ist Möglichkeitsdenken. Mit Möglichkeitsdenken kannst du Wunder tun. Nun, wenn das Mächtigste im Universum Möglichkeitsdenken ist, was ist dann mit Gott passiert? Norman Vincent Peale sagte, positives Denken ist ein anderes Wort für Glauben. Nun, Moment mal. Du kannst Atheist sein und Seminare über positives Denken geben und ein positiver Denker sein. Also bekommen wir jetzt eine Begriffsverwirrung. Und Menschen werden in die Irre geführt, zu glauben, sie hätten Glauben, obwohl sie keinen Glauben haben. Jesus sagte, habt Glauben an Gott. Nun, wenn dein Glaube nicht an Gott ist, sondern an dein eigenes menschliches Potenzial oder an irgendeine höhere Macht, die eine Tarnung für Satan sein könnte, dann hast du ernsthafte Probleme. Jemand sagt, nun, das sei engstirnig. Ich meine, wie kannst du so engstirnig sein? Ich meine, jemand redet über eine höhere Macht. Lass ihn doch. Nein, es gibt falsche Götter. Es gibt falsche Konzepte. Und so ist nun eines der Dinge. Ich glaube, wir haben vielleicht schon einmal darüber gesprochen. Ich kann mich nicht erinnern. Aber sie machen ein Experiment. Ja, wir haben darüber gesprochen, wo du jemanden hast. Nun, du hast eine Kontrollgruppe von Menschen in einem Krankenhaus. Und für einige wird gebetet und für andere nicht. Und was weißt du? Die, für die gebetet wird, scheinen besser zu werden. Und Christen sind sehr begeistert. Wow, ist das nicht wunderbar? Seht ihr, Gebet wirkt. Richtig. Und außerdem ist es wissenschaftlich. Ja, aber Moment mal. Wer betet? Es spielt keine Rolle. Buddhisten, Hindus oder jemand, du gibst ihnen ein Placebo, okay? Wir verstehen jetzt den Placebo-Effekt. Ein Placebo ist nur eine Zuckerpille. Da ist nichts Wirksames drin. Aber du sagst ihnen, das wird deine Kopfschmerzen stoppen. Oder das wird dir eine gute Nacht Schlaf geben. Und in 50, manchmal 80 oder 90% der Fälle tut es, was du ihnen sagst, dass es tun wird. Aber es hat keinen Inhaltsstoff, der das bewirken könnte. Und jetzt sagen Leute, nun, aber siehst du, sie haben geglaubt, dass es passieren würde. Ist das nicht wunderbar? Das zeigt, was Glaube ist. Also haben wir jetzt Gott zu einem Placebo gemacht. Es spielt keine Rolle, wer er ist, solange wir nur glauben, dass da draußen irgendeine höhere Macht ist. Aber was macht ein Placebo? Ein Placebo hat keine Kraft. Es aktiviert etwas in dir. Und genau das suchen sie. Sie suchen danach, etwas im Menschen anzuzapfen. Und so werden sie in die Irre geführt.
Statt zum Glauben an den wahren Gott gebracht zu werden, werden sie zum Glauben an irgendeinen Placebo-Effekt gebracht. Das zieht auch Evangelikale an, die behaupten, Bibelgläubige zu sein, weil es einen Klang von Wissenschaft hat. Sie nehmen sich nicht die Zeit zu unterscheiden, das heißt, den Unterschied zu erkennen zwischen dem, was biblischer Glaube ist, und dem, was ihnen angeboten wird, oder was so klingt, wie du vorhin gesagt hast. Es hat die Terminologie davon. Aber hier gibt es eine größere Täuschung. Zum Beispiel Maharishi Mahesh Yogi. Als er anfing mit seiner Bewegung der geistlichen Erneuerung, hat das nicht funktioniert, oder? Weil es damals zu geistlich klang. Aber dann änderte er den Namen. Es wurde zur Wissenschaft der transzendentalen Meditation. Nun konnte er das an Orte bringen, wo er vorher abgeschnitten war. Und Leute in der Kirche fühlten sich davon angezogen, weil es jetzt nicht mehr Hinduismus oder eine hinduistische Technik, eine Yogi-Technik war. Nun, Wissenschaft ist die heilige Kuh. Also wenn die Wissenschaft es sagt, dann glaubt es jeder. Aber so funktioniert das nicht. Wissenschaftler sind in ihrem Leben genauso durcheinander. Sie haben genauso viele Scheidungen. Sie begehen genauso viele Selbstmorde. Sie werden genauso geplagt von Sinnlosigkeit, Ziellosigkeit, Unglück, Elend, weißt du, genauso wie jeder andere, weil Wissenschaft nicht hilft. Warum sollte ich mich also von Wissenschaft beeinflussen lassen, wenn es um geistliche Dinge geht? Richtig, aber es ist wirksam, oder Dave? Und ich denke, das ist mein Punkt. Es beeinflusst Menschen, es zieht sie an aus Gründen, die du vorher entwickelt hast. Macht. Ich will das in meinem Leben. Ich will das ändern. Ich könnte Gottes Weg gehen, aber das ist nicht religiös. Das ist wissenschaftlich. Nun, das hörst du ständig, Tom. Leute sagen, ich bin spirituell, aber ich bin nicht religiös. Mit anderen Worten, ich will keine Dogmen. Ich will einfach mein Ding machen, weißt du? Ich will hier einfach in irgendeinen geistlichen Bereich hinausflattern und ihn einfach erleben und genießen. Das wird dich in eine schreckliche Zerstörung führen. Aber Tom, lass mich versuchen zu veranschaulichen, wie einfach es ist, in die Irre geführt zu werden. Die meisten Menschen, würde ich sagen. Tatsächlich würde ich sagen, die meisten Christen. Ich habe keine Umfrage dazu gemacht, aber ich denke, die meisten Christen, sie denken, Glaube sei so etwas wie, ich bete für etwas, wenn ich nur glauben kann. Du weißt, wir haben das wahrscheinlich schon erwähnt, aber ich denke, es lohnt sich, es zu wiederholen. Wenn ich nur glauben kann, dass das, wofür ich bete, passieren wird. Sie denken, das sei Glaube. Und sie versuchen zu glauben. Sie beten um Heilung, beten um einen Job oder was auch immer, und sie versuchen zu glauben, dass das passieren wird. Das ist nicht Glaube. Glaube muss in Gott sein. Glaube ist zu glauben, dass Gott es tun wird. Nun, dann ändert das die ganze Formel. Es ist vielleicht nicht Gottes Wille. Es ist vielleicht nicht Gottes Zeitpunkt. Es ist vielleicht nicht Gottes Weg. Das ist also der Unterschied zwischen dem Versuch, diese höhere Macht zu entwickeln, die aktivieren wird, weißt du, die mein Potenzial entwickeln wird. Oder zu erkennen, dass es den wahren Gott gibt, der in seinem Wort zu den Menschen gesprochen hat. Und er hat uns gesagt, dass unser Problem Sünde ist und wir von ihm getrennt sind. Und bereit zu sein, mit ihm zu seinen Bedingungen versöhnt zu werden und dann seinem Willen für unser Leben zu unterstellen. Der Einwand dagegen, ob er nun ausgesprochen, formuliert wird oder nicht, aber der Einwand des Herzens, des Fleisches, hier ist, ja, aber ich will die Kontrolle haben. Ich will, dass diese Dinge passieren, wenn ich will, dass sie passieren. Und wenn ich irgendwie Gott, du weißt, sie sagen das vielleicht nicht, aber das ist das Herz. Du willst die Kontrolle haben. Ist das nicht die Anziehung? Nun, ich erinnere mich, als Ruth und ich frisch verheiratet waren. Wir gingen auf die Knie. Wir wollten unser Leben dem Herrn übergeben, und wir taten es. Aber ich hatte eine Angst im Herzen, dass sobald ich sage, Gott, du kannst mich haben, mach mit mir, was du willst, zack, er wird mich als Missionar nach Rot-China schicken, um von den Kommunisten zum Märtyrer gemacht zu werden. Weißt du? Weil wir irgendwie denken,
wir seien klüger als Gott. Und wir haben Angst, er könnte zu hart mit uns sein. Aber wenn wir nur erkennen würden, er ist klüger als wir und er liebt uns wirklich, dann will ich nicht die Kontrolle haben. Ich will, dass Gott die Kontrolle hat. Ich weiß, ich stimme zu, aber dennoch, die okkulte Invasion, sie kommt daher, wie du vorhin gesagt hast, von diesem Hunger nach Macht, diesem Hunger nach Kontrolle. Sie überrollt nicht nur die Welt, sondern zu unserem Kummer und dem anderer da draußen, nicht nur wir. Sie macht große Fortschritte in der Kirche. Und wir werden das nächste Woche besprechen. Wir werden wieder einsteigen bei Occult Invasion, einem Buch, das sehr wichtig ist, weil es etwas anspricht, das in der ganzen Kirche und in der ganzen Welt einfach beunruhigend ist.